Servus Leute, ich habe mich entschieden, einen dritten und letzten Teil zu dem Ioniq 5 und seiner 12-Volt-Batterie zu machen. In der Zwischenzeit habe ich eine neue AGM-Batterie eingebaut und möchte euch mal zeigen, was sich dadurch geändert hat. Und das ist drastisch. Weiterhin habe ich meine alte Batterie einigen Tests unterzogen und die Restkapazität bestimmt. Also, los geht's! Und den Sensor neu verkabelt. Der geht dann hier natürlich an Plus und andere Seite dann direkt an die Masse und so, nicht mehr direkt an die Batterie klemmen. Nun zu den Batterietests. Getestet habe ich mit einem handelsüblichen Batterietester und einer elektronischen Last. Zwischen den Belastungen habe ich die Batterie immer wieder aufgeladen. Als Testverfahren habe ich die üblichen C10 und C20 Tests angewandt und auch einen Test nach Kia-Spezifikation mit 25 Ampere. Bei C20 steht das C für Capacity, also der Kapazität der Batterie in Amperestunden, und die 20 sind die Anzahl der Stunden, in der eine vollgeladene Batterie bei Konstantstrom entladen ist. Bei einer 62 Amperestunden Batterie, wie in meinem Fall, ist der Entladestrom also 3,1 Ampere. Ich hatte allerdings die Absicht, nach 10 Stunden den Test abzubrechen, da die Batterie nicht wieder tief entladen werden sollte. Analog gilt das auch für den C10-Test. Die Ergebnisse von meinem Batterietester kann ich nicht richtig beurteilen, da ich den Begin-of-Life-Wert der Batterie bezüglich des Innenwiderstandes nicht kenne. Vielleicht kann mir jemand etwas dazu schreiben, der sich damit besser auskennt. Bei dem Test nach Kia-Spezifikation handelt es sich um einen Kurzzeittest mit 25 Ampere. Dabei wird die Batterie konstant mit 25 Ampere entladen, bis die Batteriespannung 10,5 Volt beträgt. Bei den C10 und C20 Tests beträgt diese Ladeschlussspannung übrigens 11,5 Volt. Nach Kia-Spezifikation gilt ein State of Health einer 60 Amperestunden Batterie als 100%, wenn die Ladeschlussspannung von 10,5 Volt nach 92 Minuten erreicht wird. Bei meinem Test werden die 10,5 Volt bereits nach 2712 Sekunden, also nach 45,2 Minuten erreicht. Nach der Kia-Spezifikation entsprechen die 100% State of Health 25 Ampere mal 1,53 Stunden, das sind also die 92 Minuten, dann 38,33 Amperestunden. Linear umgerechnet auf meine 62 Amperestunden Batterie wären das 39,61 Amperestunden für 100% SOH. Das Ergebnis für den Test an der Originalbatterie ist dann 45,2 Minuten durch 60 Minuten mal 25 Ampere sind dann 18,83 Amperestunden. Diese 18,83 Amperestunden entsprechen einem State of Health von 47,6%. Begonnen habe ich die Testreihe mit dem C20, dann die 25 Ampere und zuletzt den C10-Test. Diesen habe ich übrigens noch einmal wiederholt mit einem Ergebnis knapp unter 40% SOH. Hier mal die Ergebnisse in einem Diagramm zusammengefasst. Die Batteriespannung bricht also relativ schnell ein, stabilisiert sich aber auf gutem Spannungsniveau über einen längeren Zeitraum, bis sie dann relativ schnell absinkt und zusammenbricht. Das ist leider das Gefährliche an einer Bleisäurebatterie, dass die Spannung schnell auf ein Niveau absinken kann, wobei sich das Auto nicht mehr starten lässt. Deshalb sollte man einen angeschlagenen Bleianker möglichst schnell austauschen. Jetzt zeige ich euch mal, wie sich der Ioniq 5 mit einer frischen AGM-Batterie verhält. Zunächst ein Vergleich zweier Aufzeichnungen von meinem Spannungswächter, einmal mit der alten und dann mit der neuen Batterie. Momentan lädt das Auto die neue Batterie nur einmal am Tag, während das bei der alten Batterie in den letzten Monaten nie der Fall war. Sehr schön. So, und jetzt kommt's. Ich bin wieder an den gleichen HPC gefahren wie im Teil 2 und habe per OBD2 die Daten ausgelesen.
Beim Laden sieht es erstmal nicht sonderlich anders aus als bei der alten Batterie. Der gemittelte Ladestrom ist aber etwas höher. Die Batterie wird auch geladen, das habe ich unter anderem mit meinem Batteriewächter zusätzlich überprüft. Nun zur Rückfahrt, und da sieht es doch gleich viel chaotischer aus. Ich bin die gleiche Strecke wie im Teil 2 gefahren, unterbrochen von einem kleinen Einkauf in einem Hofladen, der an der Strecke lag. Die neue 12-Volt-Batterie wird ziemlich belastet, wenn ich im Fahrmodus D bin und aus Verkehrsgründen, zum Beispiel Ampel oder Stau, mit dem Fuß auf der Bremse stehen bleiben muss. Krass! Hier ein vergrößerter Ausschnitt. Bei diesem fast einminütigen Stopp werden fast 0,08 Ampere-Stunden aus der Batterie gezogen. Sitzheizung war an und die Lüftung auf Stufe 1. Das ist jetzt nicht viel, das summiert sich aber im Laufe des Tages. Zur Verdeutlichung noch einige Live-Aufnahmen im Auto. So, jetzt sitze ich im Auto. Das Auto ist eingeschaltet. Lüftung ist an, Scheibenwischer ist an. Es regnet gerade. Das Auto steht in P. So, jetzt schalten wir mal auf D. So. Mal gucken, was jetzt passiert. Ob die Batterie entladen wird. Ein bisschen jedenfalls. 2,5 Ampere. So, dann fahren wir auch mal ein bisschen. So, jetzt halten wir wieder und wir sind noch in D. Ich trete die Bremse natürlich. So, ich habe jetzt die Lüftung an- und ausgemacht und jetzt schalte ich mal wieder auf P. Okay. Je nach Verbraucher im Auto kann das die Batterie ganz schön belasten. Die normalen Bleisäurebatterien sind ja nicht so zyklenfest wie eine AGM oder gar Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Und bei einem Vielfahrer kann die 12-Volt-Batterie dann doch schneller in die Knie gehen, als einem lieb sein kann. Ich weiß nicht, warum Hyundai das so macht. Es wird sicherlich einen technischen Grund dafür geben. Auf der anderen Seite ist eine Bleisäurebatterie auch nicht so teuer. Aber wenn man sich das irgendwann mit einem nicht startendes Auto erkauft, finde ich das nicht spaßig. Ihr könnt mir ja unter das Video schreiben, ob das bei anderen Herstellern ebenso ist. Im Teil 2 habe ich mich gefragt, ob Hyundai den richtigen Batterietyp eingebaut hat. Ich muss mich korrigieren. Selbst eine AGM wird vermutlich bei so einer Belastung nur etwas später ausgetauscht werden müssen. Wenn eine 12-Volt-Batterie im E-Auto auch noch als Energiepuffer dienen muss, dann sollte man meiner Meinung nach auf einen LFP-Batterietyp wechseln. Eventuell macht das Hyundai bei einem der kommenden Facelifts vom Ioniq 5. So, das war's mal wieder und ich wünsche euch allzeit knitterfreie Fahrt. Euer Feinschmecker.